Es war einmal eine Minecraft-Mod. Die war anfangs recht klein und wurde immer größer und komplexer und intensiver, sodass sie es tatsächlich schaffte, September 2016 als eigenes Spiel im Early Access zu erscheinen. Und herzlich willkommen zu Vintage Story, meine Lieben. Endlich habe ich es geschafft. Endlich ist es soweit. Mein nächstes Großprojekt in Sachen Let's Play. Weil das wird nicht nur groß, das wird sehr lange gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, täglich eine Folge online zu packen. Ich wünsche, ich schaffe es. Mal gucken, ich werde vielleicht erstmal 30 Folgen aufnehmen. Also nicht wundern, dass ich nur auf Kommentare in Kommentaren antworte, aber noch nicht in-game auf Kommentare eingehe, weil das wird ein großes Projekt und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, deswegen muss ich am Anfang leider erstmal auf Puffer arbeiten. Aber genug der Rede, gehen wir mal ins Spiel. So, Einzelspieler. Neue Welt erstellen. Wir nehmen die Standardwelt. Vintage Village Story? Vintage Village Story? Klingt gut, ne? Ich hätte mir fast überlegt, ich nehme einen neuen Namen, aber das klingt gut, das lassen wir. So, viele kennen mich ja, ne? Erkundung, Wildnis, das bleibt auf Standard. Das haben wir ja gerade ausgewählt. So, wir nehmen 320 Blöcke hoch. Wir geben wie immer mein Geburtsdatum ein. So kennt man mich. Wir bleiben im Überlebensmodus. Wir machen auf 10 Tage Monster frei. Inventar habe ich keinen Bock, jedes Mal rumzurennen, nur für mein Inventar zu suchen. Weil wer mich kennt, weiß, dass ich regelmäßig sterbe. So, Tage pro Monat machen wir auf 20, sprich 16 Echtzeitstunden. Dann weiß man ungefähr, ein Jahr hat immer 12 Monate. Ja, genau. Wir empfehlen die Hungerrate und die Verderbnisrate an die Änderungen der Tage im Monat anzupassen. Hä? Weil? Quatsch. Wir lassen das. Dann verdirbt das Zeug halt schneller, oder? Habe ich halt Pech gehabt. Nö, wir machen nur wegen der Jahreszeiten, mache ich das hier, ändere ich, aber die Hungerrate und das Ganze, das lassen wir, wie es ist. Das lassen wir alles Standard. So, ähm, was ändere ich noch? Sand und Kies. Ich möchte vielleicht mal testen, unterirdischen Ackerbau. Mal gucken. Tiere sollen mich bitte nur angreifen, wenn ich sie angreife oder wenn ich denen zu nahe komme und sie provoziere. Aber nicht einfach auf mich zugerannt kommen und gleich hab's. So, Hungerrate, das war das, ne? Die Rate, mit welcher der Hunger des Spielers steigt. Normal, etwas langsamer. Ach, das meinen die vielleicht. Etwas langsamer, weil wir die Tage verändert haben, oder was? Dass wir nicht so schnell Hunger haben. Das könnten wir machen. Was war? Wir empfehlen die Hungerrate und die Verderbnisrate zu verändern. Verderbnisrate habe ich noch nicht gefunden. So, ach, hier haben wir sie. Nahrungsverderbnisrate. Wie schnell soll Nahrung verderben? Machen wir hier auch auf 75%? Es verdirbt langsamer, weil wir länger brauchen, weil wir länger Zeit eingeplant haben. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich das abändere. Eigentlich wollte ich es lassen, aber ich glaube, wir ändern das ab. Die Zeit, wann ein Baum nachwächst, machen wir auf normal. Also, dass es etwas schneller geht. Was wiederum doch langsamer dauert, weil wir ja mehr Tage haben. Ist ja egal. So, Werkzeughaltbarkeit, das lassen wir, wie es ist. Werkzeugabbautempo bleibt, wie es ist. Das bleibt, wie es ist. Globale Erzvorkommen lassen wir, wie es ist. Mikroblock meißeln.
Aktuell könnte ich nur Stein, Holz und Ziegel meißeln. Ich will die meisten quadratischen Blöcke meißeln dürfen. Das ist mir wichtig. Das lassen wir. Schlafen während des Zeitsturms verbieten wir natürlich. Wir müssen den Zeitsturm aussitzen. Hier mache ich die World Landform Skala auf 150, weil ich habe mich die ganze Zeit aufgeregt, weil ich hatte total die beschissenen Welten. Ich habe das Let's Play nehme ich gerade zum 5. Mal auf. Die, jedes Mal nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde habe ich abgebrochen, gelöscht, neu angefangen. Bis dass ich jetzt endlich herausgefunden habe, World Config Landform Scale 150 ist genau das, was ich mir wünsche. So, der Rand der Welt ist nicht überquerbar, weil ich habe keine Lust, da runterzufallen. Ich kenne mich doch. Kupfer machen wir auf häufig. Das machen wir auf manchmal. Und dann würde ich sagen, den Rest belassen wir, wie er ist. Ja, das war jetzt so das Intro und die Einleitung. Ne, wir sind noch gar nicht ganz fertig mit der Einleitung. Wir müssen ja noch unseren Charakter erstellen. Ja, Welt erschaffen. Und nach der Charaktererstellung würde ich nämlich dann Cut machen und dann beginnt das eigentliche Let's Play. Das ist jetzt nur das Vorgeplänkel. Ähm, Wie ich ja schon im Intro erwähnt habe, es ist keine Kopie von Minecraft. Es ist auch kein Abklatsch von Minecraft, sondern es ist halt entstanden. Zu Beginn war es mal eine Mod für Minecraft. Und irgendwann, ich weiß jetzt nicht, ob Minecraft irgendwie da Mist gebaut hat oder keine Ahnung, warum überhaupt. Was ich gehört habe, ist, ähm, dass wohl die Mod für Minecraft so komplex wurde und so großartig wurde und beliebt wurde von den Spielern, die es genutzt haben, dass es sich tatsächlich. Oh, der Bart gefällt mir. Was ist denn das? Der Entenschwanz, okay. Sonst habe ich immer den Spitzbart unten genommen, aber ich muss sagen, der Entenschwanz gefällt mir besser. Habe ich unten auch? Nein. Da habe ich einen normalen. Okay. Ja, wie gesagt, es ist, so wie ich das mitbekommen habe, immer komplexer geworden, sodass es ein eigenes Spiel wurde. Der Entwickler ist, glaube ich, ein Österreicher, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Es ist leider schon 2 Jahre her. Oder nein, Quatsch, schon fast 3 Jahre. Ich habe mir das Spiel nämlich am 20.02.2020 gekauft. Schönes Datum. Es war Zufall, dass es dieses Datum war. Und seitdem hat sich auch viel geändert. Wir spielen mittlerweile die 1.18.5er Version. Damals habe ich die 1.3 Version gespielt. Es hat sich sehr viel verändert, deswegen ist das für mich jetzt auch Neuland und ich hatte es ja so oder so vorgehabt, mal wieder zu spielen. So, jetzt red nicht so viel rum. Bürgerlicher. Bürgerliche sind Generalisten mit einer Vielzahl von Kenntnissen. Sie haben zwar keine besonderen Fähigkeiten oder Stärken, aber auch keine Schwächen, die diejenigen haben, die sich spezialisieren. Wie zum Beispiel der Jäger. Er ist spezialisiert aufs Jagen, leider hier in Englisch. Die Übersetzung ist nur zu 85% in Deutsch fertig. Habt Nachsehen, es wird immer nachgepatcht, es wird immer wieder neue Dinge übersetzt in Deutsch. Ich tue mich selber schwer mit englischen Texten, aber wir werden da gemeinsam schon durchkommen. So, der Jäger. Er ist fokussiert, findig, leichtfüßig und kann Bögen machen. Dafür ist er aber weitsichtig und klaustrophobisch. Der Übeltäter ist ein Wildbeuterer, Langfinger, verstohlen und hat aber Improvisationstalent. Dafür ist er gebrechlich und nervös. Genauso wie der Uhrenmacher. Er ist auch gebrechlich und nervös, ist dafür aber präzise, hat technisches Wissen, ist sehr leichtfüßig, kann also schneller laufen, schneller flüchten vor den Tieren und ist ein Bastler von Natur aus. So. Der Wächter gehört zur Kategorie Soldaten, ist abgehärtet und erbarmungslos. Dafür aber sehr gefräßig, kurzsichtig und hat schwere Hände. Was? Ertrag aus rissigen Gefäßen minus 10%, weil er alles kaputt macht.
Ertrag bei Nahrungssuche minus 15%. Ernte bei Wildpflanzen minus 20%. Der hat so schwere Hände, der macht alles kaputt. So. Warte. Entschuldigung. Der Schneider. Also hier ist wieder in Deutsch, ne? Der Schneider ist ein Tuchmacher und Ausbesserer. Ist bürgerlich, schwach und freundlich. Nein, nicht Klasse auswählen, bist du bescheuert? Wir nehmen den bürgerlichen. Da tun wir die Klasse bestätigen. So, an dieser Stelle schauen wir uns mal an, wie wir aussehen. Schauen wir mal schnell in die Welt. Die Welt, die öffnet sich gerade. Ja, es ist die Welt. Es ist die Welt, die ich mir nämlich schon mal angeguckt habe und die habe ich auch gehofft, dass sie wieder kommt. Wir haben hier schöne Seen, wir haben hier flache, nicht zu hügelige, schon ein bisschen hügelig, wie man hier an den Kanten sehen kann, aber nicht zu hügelige Landfläche. Die Welten, die ich bis jetzt gespielt habe, die ich allesamt gelöscht habe, haben ungefähr so ausgesehen wie das Eck, aber komplett die Welt. Und ich hab geflucht wie ein Rohrspatz, bis dass ich dann endlich das mit dem Landscale rausgekriegt habe. Oh, guck mal, da unten rennt ein Schweinchen. Oh, kommt gleich zu mir gerannt. Wir werden uns wahrscheinlich an diesem oder an diesem See, nee, oder? Oder an diesem See? Ich weiß noch nicht. An irgendeinem dieser Seen werden wir uns breit machen. Oder vielleicht hier oben. Ich muss mal gucken. Das sehen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich wollte nur mal schnell auf die Karte gucken. Dies war die Einleitung und Einführung und Charaktererstellung. Wir sehen uns gleich in dem richtigen Let's Play, wenn es richtig losgeht.